Herzlich willkommen. Wirksam werden in der neuen Zeit. Das ist das Webinar dazu und ich freue mich für alle, die da sind. So, ich hoffe, die Folien sind gut lesbar. Also wirksam werden in der neuen Zeit. Ich mache es ein bisschen größer. Also es geht um Strategien für Führungskräfte, um in diesen Zeiten des Wandels klar, authentisch und wirkungsvoll zu handeln. Also Zeiten des Wandels ist diese Zeit, wie sie jetzt ist, die herausfordernd ist in vielerlei Hinsicht. So, was wirst du erfahren in diesem Webinar? Wir brauchen ungefähr so eine halbe Stunde. Also einmal, wie du in einem dynamischen, sich stetig verändernden Welt die Wirksamkeit steigern kannst. Also Wirksamkeit ist mir ein großes Anliegen für mich und für alle Beteiligten. Eine Klarheit zur Führungsrolle, darüber wirst du was erfahren, wie man Teams authentisch führen kann und wie man Veränderungen wirklich aktiv und zukunftsorientiert gestalten kann. So, wer bin ich? Mein Name ist Andrea Maria Bogler. Meine Themen sind Corporate Culture, Leadership und Change. Und das ist auch meine Passion, also die Transformation. Ja, ich bin Partnerin vom Barrett Value Center. Ich arbeite mit den Instrumenten vom Barrett Value Center seit vielen, vielen Jahren, 12 oder 15 Jahren. Ich habe viel Erfahrung dazu, habe auch viele Messungen gemacht in Organisationen, mit Führungskräften gearbeitet. Also die eine Zahl, fast 50.000 Teilnehmer in meinen Messungen. Ja, bin auch Autorin oder Co-Autorin oder teilweise auch die Initiatorin der Übersetzung diverser Bücher. Ja, habe viel Erfahrung in Transformationscoachings, in der Beratung und ich schreibe auch gerne. Ich bin eine Bloggerin. Das zeichnet mich aus. Das sind hier ein Auszug aus Firmen, die quasi ihr Logo hier freigegeben haben als Kunden, die mit Barrett Analytics gearbeitet haben. Da kennen wir einige von. PwC hat damit gearbeitet, weltweit mit 220.000 Menschen. Mastercard, Novo Nordisk, Unilever in Brasilien. Also sind einige, einfach, dass man ein paar sieht, die damit gearbeitet haben. So, und was mich auszeichnet, ist wirklich, Führungskräfte und Geschäftsführer zu unterstützen, werteorientiert zu führen. Und deswegen bin ich in den Bereichen Corporate Culture, Leadership und Change unterwegs. So, es geht jetzt am Anfang erstmal darum, was sind so diese Herausforderungen und Veränderungen? Und da habe ich mal 5 Themen rausgenommen. Die neue Arbeitswelt verstehen, Selbstwirksamkeit in unsicheren Zeiten, Führung und Wirksamkeit im Wandel, Kulturwandel in Organisationen und das Wohlbefinden, was für mich mittlerweile eine Grundlage ist, damit ich wirksam werden kann. Die schauen wir uns mal an und dann auch, wie so eine Lösung denn dazu aussehen kann. So, die neue Arbeitswelt verstehen, Trends und Veränderungen. Da will ich gar nicht so in die Tiefe gehen, also in der neuen Arbeitswelt. Also, wir haben alle die Herausforderung, die zu verstehen und es gibt diverse Studien darüber, was sich wie verändert hat. Und vieles, was man sich früher nicht vorstellen konnte, ist heute wirklich das New Normal. Also, so, was ich aber spannend in diesem Zusammenhang finde, ist, was sind quasi die, Fähigkeiten, die wir brauchen, um in dieser neuen Arbeitswelt gut zurechtzukommen? Also, von, World Economic, Forum ist Future Jobs Report 2023. Das sind die 10 Skills, die am stärksten aufsteigen oder die Fähigkeiten, die wir, in den nächsten Jahren am meisten brauchen, um gut mit diesen Veränderungen klarzukommen. Und ich glaube, da hätte man als Erstes so würde man sagen, ja, KI, da müssen wir irgendwie viel können oder sonst was. Ne, ich finde das ganz spannend, es sind ein paar andere. Also, an erster Stelle steht, kreatives Denken, an zweiter Stelle analytisches Denken, also Klugheit ist auch noch gefragt. Dann die technologische Kompetenz, und die Neugierde und das lebenslange Lernen. Also, das ist wirklich eine Fähigkeit, die uns nicht verloren gehen darf, weil die brauchen wir für die Zukunft, um Zukunft zu gestalten. Und die Widerstandsfähigkeit, Flexibilität und Agilität, was wie Buzzwords sind, aber wir wissen, wenn wir sie haben und wenn wir sie nicht haben, wie es uns geht.
Die anderen lasse ich mal draußen. Dazu habe ich auch 'n Blogartikel mit, Trends Anfang des Jahres geschrieben, da kann man mehr dazu lesen. Also, das ist das, was wir brauchen. Und die Frage ist auch, wie hegen und pflegen wir das so tagtäglich, dass wir eigentlich da hinkommen? Das ist 'ne gute Frage. Und was rufen wir ab? Und ja, nähren wir das? Das ist 'ne sehr gute Frage, so. Die neue Arbeitswelt verstehen, was bedeutet das für Führung? Wirklich das Thema Selbstwirksamkeit in unsicheren Zeiten. So. Also, das eine Thema ist Mindset und Resilienz. Also, es ist, was denkt mein Kopf? Also, welche Gedanken habe ich und inwieweit steuere ich bewusst meine Gedanken? So will ich mal das wirklich pragmatisch und die Widerstandsfähigkeit mit allem dem, was kommt, umzugehen. Das andere Thema, die persönliche und berufliche Weiterentwicklung, passt ja auch zu diesem Trend, lebenslanges Lernen und die Selbstführung. Ich arbeite da gern mit Kursen der Selbstentwickler. Also quasi, wie justiere ich mich immer wieder selbst, damit ich quasi wohlgestimmt bin? Also meine Gestimmtheit, so nennt Corson das ja, um, selbstwirksam zu sein in diesen Zeiten. Weil wenn ich nicht selbstwirksam bin, wie sollen die anderen wirksam werden, die ich führe? Dann Führung und Wirksamkeit im Wandel ist wirklich dieses Purpose-Driven Leadership. Die Frage nach Sinn ist eine große in der Gesellschaft. Und da sinngebende Autoritäten einfach weniger werden, sucht der Mensch weiterhin nach Sinn. Also was ergibt Sinn für einen? Und diese Sinnhaftigkeit suchen wir auch in der Arbeit. Also bei bestimmten Berufen war es früher nicht erforderlich, sich das zu fragen, weil die Ergaben so sind. Aber die Sinnhaftigkeit ist wirklich ein großes Anliegen, damit ich als Führungskraft inspirieren und motivieren kann. Das ist ganz wichtig für mein Team. Also es ist echt ein wichtiges Thema. Purpose-Driven Leadership. Also was ist wieso gibt es uns und was ist unser Beitrag für die Welt und was ist das Sinnhafte? Und das bindet natürlich auch Menschen. Ja, Führung und Wirksamkeit im Wandel, Führung auf Distanz. Also welche Strategien funktionieren, um mit virtuellen Teams effektiv zu führen oder Vertrauen aufzubauen? Es ist nichts Neues, die virtuellen Teams. Das gab es auch schon vor 15 Jahren. Aber es ist eine Frage, wie baue ich Vertrauen auf und wie buche ich nicht vom Vertrauenskonto laufend ab? Weil da hatten wir früher noch andere Möglichkeiten, dass wieder eingezahlt wird. Die sind eher ein bisschen beschränkter. Also, das Führen auf Distanz hat wirklich noch mal 'ne andere birgt eine andere Herausforderung. Und das Thema empathische Führung. Also, wie kann ich als Führungskraft durch Einfühlungsvermögen und meine Kommunikationsfähigkeit in dieser neuen Zeit wirksamer werden? Und das heißt jetzt nicht, dass ich verstehe dich total und, ich hätte vielleicht besser Sozialpädagogik studiert. Das ist gar nicht das Anliegen dabei. Aber natürlich schaffe ich so Bindung, indem ich empathischer bin und nicht wie so 'n Holzklotz durch die Gegend laufe, weil so werden mir keine Menschen folgen. Und das ist ein weites Feld, und für alle viel zu lernen. Ja. Und der Kulturwandel in Organisationen, das ist so das Thema, aus dem ich komme. Also, wie gestalte ich die, Unternehmenskultur so, dass es für diese neuen Arbeitsweisen auch passt? Also, die Kultur ist ja der Boden, auf dem alles wachsen, blühen und gedeihen kann. Und was ist quasi die Grundlage, dass es wachsen, blühen und gedeihen kann? Und was sollte ich dabei vermeiden? Also, dass ich, bestimmte Werte einfach nenne und sage: „Das sind die Werte“, und das geht dann schon so funktioniert das nicht. Und die Kultur, man kann sich das wirklich so wie den Boden vorstellen. Die Kultur, der Boden muss bereitet sein, damit, wenn ich was einsehe, das auch wachsen kann. Und wenn der Boden nicht gut bereitet ist und ich möchte, ja quasi, sagen wir mal, Agilität, ähm, ja, Flexibilität, ich möchte diese Sachen, das Lernen, das Miteinander-Lernen im Unternehmen voranbringen und ich habe aber nicht die Grundlage dafür, dann kann das vergebene Liebesmüh sein. Und wie gelingt es, Mitarbeiterinnen und Teams erfolgreich durch Veränderungen zu führen? Und das ist, also wir haben alle den Wunsch so nach Ruhe und wieder mal Pause und so weiter. Es ist
aber nicht so. Also, diese Veränderung, die eine, da folgt die andere drauf. Und da wirklich gesund bei zu bleiben und da gut durchzukommen. Da kämen wir nämlich auch zu dem Punkt gesund bleiben. Ich nenne es nicht Work-Life-Balance, sondern wirklich das Wohlbefinden. Da geht es um das körperlich-geistige, ja, das ganzheitliche Wohlbefinden, so dass es mir gut geht, dass ich gut, einen Beitrag leisten kann. Und das hat einmal was sozusagen mit meinem also, mit dem, was ich brauche als Mensch zu tun, aber auch die digitale Erreichbarkeit, ähm, das fordert einen ziemlich heraus, dass das Wohlbefinden möglich ist. Also, wenn ich überlege, ich habe 'ne Ausbildung gemacht und da kam zweimal am Tag die Post. Ich finde, da kann man gut mit umgehen. Also, zweimal am Tag wurde die Post im Haus verteilt, so war das früher in Konzernen. Und, ja, da wusste man, wann man es fertig hat. Also, wenn das fertig war, war quasi die Post fertig für den Tag. Das ist ja heute gar nicht mehr so. Das können sich wahrscheinlich heute junge Menschen gar nicht mehr vorstellen, zweimal am Tag die Post. So, und dementsprechend also, da geht's ja eher darum, sich zu reduzieren, sich zu begrenzen für das eigene Wohl. Und das Thema Stressmanagement und Achtsamkeit, damit ich in dieser Dynamik, nicht vor die Hunde gehe. Also, das wollte ich auch noch mal mit rausnehmen. Das sind quasi diese 5 Bereiche. So, und wie könnte also, was ist mein Gedanke dazu, was es braucht, um mit diesen Herausforderungen umzugehen oder wie ich wirksam werden kann in dieser neuen Zeit? Ich arbeite hier mit dem Barrett Leadership Modell. Also, das ist im Endeffekt ist das 'n Rahmen, um das Denken und Verhalten von Führungskräften zu verstehen. Und die sind, also die Führungswerte sind auf verschiedenen Ebenen und die 7 ist nicht besser als die 1. Da können wir uns alle dran erinnern, dass zum Beispiel in Corona-Zeit zu Beginn alle Führungskräfte in verschiedener Art und Weise als Krisenmanager gefordert waren. Und, nicht jedem liegt das besonders gut, Krisenmanager zu sein. So, und auch ein Visionär ist auch in so 'ner Situation nicht unbedingt hilfreich, wenn es ums Pragmatische geht. Also, damit man das versteht, ich habe meine Werte auf, verschiedenen Ebenen da und irgendwo habe ich eher so quasi 'n Fokus. Und, ich erläutere es mal ein bisschen konkreter, dass man das sieht. Also, links stehen die Ebenen, die haben einfach einen Namen. So nennen wir diesen Leader, der die meisten Werte dort hat. Und trotzdem kann ich auch, wenn ich jetzt Facilitator, Innovator bin, kann ich Werte, auf der Ebene 3 haben und auch auf der Ebene 5. Also, worum es geht, auf der Ebene, 1 geht es wirklich darum, die Lebensfähigkeit sicherzustellen. Das war jetzt auch gerade mein Beispiel von Corona-Zeit, da ging es um die Lebensfähigkeit sicherzustellen, also die Gesundheit der Mitarbeiter, aber auch die Lebensfähigkeit der Organisation. Auf der Ebene 2 geht es um Beziehungen fördern. Also, wie gut sind wir im Miteinander? Und die Ebene 3 ist die Exzellenz sicherstellen. Diese ersten 3 Ebenen kann es auch quasi im Negativen geben. Da möchte ich jetzt keinen Fokus drauf legen, dann stelle ich quasi 'ne toxische Kultur her und das ist gar nicht dienlich, um wirksam zu werden. So. Ich denke, die ersten 3 Ebenen kann man sich gut vorstellen. Die vierte Ebene, so Facilitator, Innovator, das ist da geht's darum, sich mutig weiterzuentwickeln. Nicht ich als Führungskraft, sondern auch einen Boden zu bereiten, wo sich alle mutig weiterentwickeln können. Und der authentische Leader, da geht's um die authentische Selbstdarstellung, also quasi dass alle echt sein können, so wie sie sind. Also Werte gehören da rein wie Integrität, Vertrauen, Begeisterung. Und die Ebene 6 Mentor, Partner, da bin ich im Sinne der Collaboration, also der Zusammenarbeit unterwegs. Da habe ich einen ganz anderen Blick, wie wir miteinander agieren. Und Ebene 7, da geht es mir darum, den Sinn zu leben. So, wie schon gesagt, 7 ist nicht besser als 1. Ähm, ja, man sollte schauen, wo man da ist. Und ich möchte hier mal den Fokus, geben zu Ebene 4 und, 5, weil ich glaube, viele Führungskräfte sind im Unternehmen, stark auf dieser Leistungsmanager-Ebene unterwegs. Also, es wird von ihnen gefordert, also Ergebnisverantwortung, Qualität, Best Practices, also um die Exzellenz zu erreichen. Und es braucht aber, um
wirklich wirksam zu werden und für die Zukunft wirksam zu werden, braucht es mehr. Und das möchte ich einfach mal erläutern an den 2 Beispielen Facilitator und Innovator. Also ein Facilitator, Innovator, der verkörpert wirklich dieses Bewusstsein für Selbstverwirklichung. Also da geht es ich war kurz selbst irritiert. Also da geht es vom Ich zum Wir. Also die ersten 3 Ebenen bin ich sehr stark so beim Ich und da fange ich mich an zu öffnen zum Wir. Und dementsprechend gucke ich auch anders auf Herausforderungen. Und ich habe jetzt mal einfach rausgegriffen, wie dieses Führungsbewusstsein des Facilitators in Veränderungssituationen hilft. Also einmal identifizierst du dann Möglichkeiten für dich selbst und auch für die Maßnahmen oder Aktivitäten, diese neu zu erfinden. Das ist ein anderer Blick drauf. Und du löst dich auch von diesen eingefahrenen Ideen. Du sagst auch, das können wir mal ganz anders denken, wirst kreativ und kannst dieses kreative Talent auch im Team entfachen. Und dafür, also es ist, manchmal denkt man ja, die sollen einfach mal machen. Wenn ich das als Führungskraft nicht initiieren kann, fällt es den anderen schwer, das einfach zu machen. Das hat viel damit zu tun, ich bin kulturprägend als Führungskraft. Und ich zeige Risikobereitschaft und ich habe innovative Ideen, um mit und durch das Team wirksam zu werden und die Zukunft zu gestalten. Also da geht es wirklich der Sprung mit dem Team und durch das Team, dass ich anfange, mich dann auch zurückzunehmen. Das ist Facilitator und Innovator. So, und der authentische Leader, der verkörpert sein Bewusstsein für eine Mission. Also der fördert wirklich stärker das in der Zukunft. So, wie hilft dir das in Veränderungssituationen? Du Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich hier nicht bin gerade kurz irritiert, ob ich hier so das alles stimmt, wie ich es gerade habe. Ja, ich gehe hier einen Schritt weiter. Und ich gehe vor allen Dingen weg von diesem Thema, Blaming. Also, Fehlerkultur ist wirklich also, Erfolge und Misserfolge transformiere ich in 'nen Thema von Miteinander lernen. Und das ist wirklich also, da dieses authentisch sein, dieses Echtsein, da bereite ich auch noch mal anders den Boden dafür. Und diese beiden Sachen also, noch eins weiter wäre jetzt gucke ich grad mal, kommt das danach? Nein. Ich gehe noch mal hier zurück. Also, Facilitator und authentischer Leader, die beiden, die braucht es viel stärker als Führungskraft, um wirksam zu werden und Zukunft zu gestalten. Und ich kenne viele Führungskräfte, die stark gefordert sind als Leistungsmanager und sich viel mehr gerne in diesen anderen Bereich hinentwickeln wollen. Und das passiert nicht einfach so, indem man sagt: „Ich möchte mich dahin entwickeln“, sondern das ist wirklich Arbeit an sich selbst. Also und reflektieren und immer wieder dranbleiben. Mentor-Partner ist auch ein Schritt, da möchte ich jetzt gar nicht so 'n Fokus drauf legen, da höre ich momentan nicht so den großen Ruf danach. Es gibt viele, die auf diesem Weg sind und da unterwegs sind, aber ich sehe viel mehr, Führungskräfte zu begleiten, vom Leistungsmanager hin zum Facilitator, Innovator und authentischen Leader. So, und meine Lösung dazu also, erstmal wäre die Frage so: Was hast du gelernt? Also, wie kannst du deine Wirksamkeit steigern? Ich hoffe, das wurde klar, um was es da geht. 'Ne Klarheit zur Führungsrolle, also ein Verständnis, wo bin ich als Führungskraft unterwegs und was ist meine Rolle? Wie führe ich und wie gestalte ich aktiv und zukunftsorientiert Veränderungen? Also, das passiert nicht, indem ich quasi einfach sage: „So, dann mache ich das mal“, sondern es hat viel wie im Innen, so im Außen. So, und das ist dann jetzt meine Lösung dazu. Also, du kannst dahin kommen, indem du dich mit dir beschäftigst, ja, kannst für dich alleine gehen. Du kannst mit mir Eins-zu-eins arbeiten, die Möglichkeit gibt es immer. Oder du kannst das Goldwertprogramm mit mir machen. Das Goldwertprogramm habe ich vor 3 Jahren, initiiert oder 4 Jahren schon. Und ich habe es jetzt quasi noch mal, ich würde mal sagen, Next Level, weil ich für mich aus eigener Entwicklung einige Erkenntnisse habe, die ich einfach essenziell finde.
So, die Fragen beantworte ich nachher. Ich habe jetzt gerade eine gesehen. So, mir geht es beim Goldwert-Programm wirklich darum, werde wirksam und fang bei dir als Führungskraft an. Also wirklich bei dir zu schauen, wie werde ich wirksam? Und das ist einmal Klarheit zur Führungsrolle. Wie führe ich und wie gestalte ich Change-Situationen? Weil das ist, wenn ich da einfach eine größere Freiheit erlange, ist das super. So, und wie wir da anfangen, ist, was ich einfach für mich gelernt habe, ist mit einem 360-Grad-Feedback, wo wir eine Rückmeldung bekommen von 20 bis 30 Feedbackgebern zu unserer Führung. Also auf welchen Ebenen führe ich, wo bin ich stark und wo ist das Potenzial. Ich wäre nicht die, die ich heute bin, wenn ich das nicht in den letzten 12 Jahren alle 2 Jahre immer wieder gemacht hätte. Also das eine ist, ich bekomme zu meinen Führungswerten Feedback, wie ich heute wahrgenommen werde. Und dadurch erfahre ich ja schon viel, wie ich wirksam werde oder wie ich nicht wirksam werde. Und ich bekomme aufgezeigt von meinen Feedbackgebern, wovon könnte ich mehr zeigen, damit ich mein volles Potenzial lebe. Das ist der eine Teil im 360 Grad. Das andere sind 18 Führungsqualitäten, die auch nochmal von den Feedbackgebern eingeschätzt werden, gematcht werden zu dem, was ich gesagt habe, und das freie Feedback. Und beim freien Feedback kann ich nur sagen, dass ich aus dem freien Feedback, das heißt Freitext von den Feedbackgebern, dass mir so viele Kunden und Kollegen da Feedback gegeben haben, wo ich selbst gedacht habe, das hätten die mir auch direkt sagen können, viele Jahre vorher. Das hätte mir sehr viel gebracht. Und das passiert aber nicht. Das passiert nur, wenn ich das quasi so strukturiert in diesem Format mache. Damit fangen wir an und ich mache es mal quasi in der Übersicht. Also das Goldwert-Programm ist auch was ich gelernt habe. Es geht über 4 Monate. Früher habe ich das 8 Wochen oder 12 Wochen gemacht. Nein, es darf ein bisschen langsamer gehen, damit sich das alles besser setzt. Und es fängt an mit einem Kick-Off-Call, also besteht quasi aus Gruppenelementen und aber auch aus einzelnen Elementen. Und ich würde es mal trennen in die ersten 8 Wochen und in die zweiten 8 Wochen. In den ersten 8 Wochen geht es um dieses 360-Grad-Feedback und das ist das, so was in Flieder ist. Beim 360-Grad-Feedback braucht es ein bisschen Vorbereitung. Ich muss überlegen, wer sind meine Feedbackgeber. Dann passiert quasi die Zeit, wo meine Feedbackgeber mir Feedback geben. Da muss man ein bisschen Zeit lassen, damit die alle auch Zeit haben dafür, das Feedback zu geben. Dann brauchen wir eine Woche, um den Report zu erstellen und dann ist die Coaching-Session. Und in der Coaching-Session fokussieren wir uns wirklich in diesem Gespräch darauf, was ist quasi das Ergebnis, was lese ich daraus und was heißt das ganz konkret für mich für die nächsten Schritte. Und währenddessen in dieser Zeit beginnen wir schon mit den Modulen, zu denen sage ich gleich was. Und jede zweite Woche haben wir ein Gruppencoaching. Und wieso das in der Gruppe passiert? Weil ich einfach durch die Gruppe so viel noch lerne. Also wenn ein Kollege oder Kollegin in der Gruppe gecoacht wird, lerne ich ja gleich mit. Also das wird auch irgendwo mein Thema sein oder ich werde was davon haben. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich selbst in solchen Programmen gewesen bin und immer noch bin. Da bleibt jedes Mal was hängen. So. Die zweiten 8 Wochen, da rüsten wir uns schon mal ein bisschen, damit wir in der Zukunft auch Zukunft gestalten können. Und da arbeite ich mit Positive Intelligence. Das ist im Endeffekt quasi für die mentale Fitness und Stabilität bauen wir uns wirklich so eine Grundlage auf. Und dann gibt es, damit auch wieder was abgeschlossen ist, am Ende ein Closing Call nach 4 Monaten. Das ist quasi so der Überblick vom Goldwert-Programm. Und hier einmal so den Überblick über die 8 Module. Ich bin die Wertefrau, die Expertin für Werte und Unternehmenskultur. Und die Werte haben natürlich eine große Grundlage und alle weiteren Sachen, die dienlich sind, damit ich für mich eine Klarheit gewinne, wer ich bin und wie ich wirksam werden kann. Und wer mich kennt, weiß, es sind Videomodule, die sind kurz und prägnant. Und damit es keine Überforderung gibt, ist einfach die eine Woche sind die Module, dass du in Ruhe an den Themen arbeiten kannst. Und die Woche drauf haben wir dann unser Gruppencoaching. Und nicht, dass man jede Woche einen Termin hat und irgendwann sagt so, mir geht die Puste aus. Das will ich nicht. So, was sind die Elemente im Goldwert-Programm? Also es fängt an mit dem Kick-Off-Call. Mit dem 360-Grad-Feedback geht es weiter. Das habe ich einfach erlebt in der Zusammenarbeit mit Unternehmen,
Das ist so ein großes Geschenk und so ein Asset, wenn ich diese Verortung habe und dieses große Geschenk des Feedbacks von all diesen Menschen, die ich dazu eingeladen habe, dass ich damit so viel machen kann für mich selbst. Also, es bedeutet ganz viel Entwicklung und Wachstum. Dann das Thema Goldwertmodule, die Videos und Impulse, das Gruppencoaching alle 2 Wochen, so dass ich auch all die Impulse, die ich aufnehme aus dem 360-Grad-Feedback, natürlich auch reflektieren und umsetzen kann und damit ich gut dranbleibe. Das ist wirklich das Intensivste, was ich in der Form so anbiete. Und dann gibt es 'n Abschluss Call. Das Positive Intelligence Programm, damit arbeite ich seit 4 Jahren und, da geht's wirklich um die Steigerung der mentalen Fitness. Letztendlich um Performance und Zufriedenheit, um die eigene Balance. Und da kann ich nur sagen, dass ich das nach 'm glaube ich, nach 'm halben Jahr haben mich Leute gefragt, was ich denn gemacht hätte, wieso ich so viel gelassener geworden bin. Das war ja, war, glaube ich, schon nach 'm halben Jahr, dass die Leute 'n Unterschied merkten. Das funktioniert mit 'ner App, und das macht es auch wirklich sehr, sehr einfach und, macht es auch leicht, tagtäglich in den Alltag zu integrieren mit 'nem kleinen Aufwand von 'n paar Minuten. Und es macht Laune noch dazu. So, das passiert im 2., also quasi in den zweiten 8 Wochen. Und meine Antwort zu dem Ganzen, wie man da hinkommt, ist also einmal würde ich sagen, es braucht Zeit, aber es braucht auch Reflexion, Reflexion, Reflexion. Ich bin die Frau, die gerne reflektiert, aber dieses wirklich in sich gehen und das auch geleitet zu machen, schafft einfach 'n großen, großen, Benefit für einen selbst. So, hier noch mal diesen Überblick, damit man so 'n bisschen sieht, was passiert da. Und ich kann nur sagen, ein Kollege, der das, gemacht hat, der einmal auch sagt, der es 360 Grad, zum anderen Zeitpunkt damals gemacht hat, weil das hatte ich früher nicht mit drin, dass das für ihn so viel Richtung gab, das ist das eine. Und das Goldwertprogramm in der Form mit den Modulen, das hat er war zwischen 2 Jobs und das hat bei ihm dazu geführt, dass er 'ne Klarheit hatte, wie er weitermacht und einfach zu mehr Zufriedenheit, geführt und auch besser wirksam zu werden, weil dann ist es ja das, was uns erfüllt. So, hier 'n anderer Kunde, Samuel Kurat, Unternehmer aus der Schweiz. Der sagt hier jetzt eher nicht über den Inhalt vom Goldwert, sondern was er an mir schätzt, meine herzliche Art als Begleiterin im Prozess. Wahrscheinlich auch, dass ich dranbleibe und, dass ich unkompliziert und sehr offen treffende Impulse und Entwicklungsmöglichkeiten gebe. Das ist wirklich auch noch mal, wo ich den Unterschied mache in der Begleitung. Und ich bin auch quasi Coach und, Begleitung in diesem Programm. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne rein in den Chat oder melde dich bei mir. Wir fangen an dem 11. November und, für 4 Monate und packen 2 Wochen, Weihnachtspause, die wir machen, einfach hinten dran. Also, ist 'n bisschen, länger. So, ich kopiere mal Augenblick in den Chat. Wird nicht überall angezeigt. Einmal, wer das machen möchte, dann sprechen wir erst mal 'n Klarheitsgespräch mit mir, wo wir einfach, eruieren, passt das oder passt das nicht. So, das ist noch mal der Ablauf. Ups, bin ich jetzt doppelt? So, jetzt mal gucken. So, also das ist noch mal die Investition dafür. Also, für dieses ganze Programm ist 4.300 €, entweder, upfront als, Gesamtsumme oder wenn du monatlich zahlen willst, immer zum Monatsbeginn in 4 Raten. Dann sind's 1.200 pro Monat. Das ist der Preis dafür und das ist wirklich a lot of value for the money, weil das allein das 360-Grad-Feedback sind 1.000 € und, die Coachings dazu und so weiter. So, und für wen es, also wer sich schnell entscheidet und mit entscheidet meine ich, sich den Termin bucht und der Termin muss jetzt nicht die Woche sein. Der, also wer bis Donnerstag den Termin bucht, 'n Termin kann auch nächste Woche sein, da packe ich noch mal von meiner Seite obendrauf ein individuelles Werteassessment. Also für die, die der Erfolg liebt ja Geschwindigkeit, für die, die sich schnell entscheiden,
Da gibt es ein individuelles Werteassessment. Das ist Folgendes: Du erfährst über deine persönlichen Werte, deine Sicht momentan aufs Unternehmen und auf die Zukunft und ein 30-minütiges Coaching zu diesem Ergebnis dazu. Also, wer bis Donnerstag sich das Klarheitsgespräch bucht, bitte nicht verwundert sein. Es gibt auch Termine für den Freitag, weil, Hessen ist das Bundesland, wo weder Donnerstag noch Freitag Feiertag ist. Ja, und ich schaue noch, dass ich nächste Woche noch ein paar Termine frei mache. So, also das Goldwertprogramm, also es geht um werde wirksam und fang bei dir als Führungskraft an, damit du einen Unterschied in der Welt machen kannst. Einmal Klarheit zur Führungsrolle, wie führst du und wie gestalte ich Change- oder Transformationssituationen, sodass du auch zum Gestalter in diesen Situationen wirst. So, das war's von meiner Seite. Ich freue mich auf alle Menschen, die mit mir gehen, diesen Weg, die ich begleiten darf. Das ist mir echt eine Ehre, weil mir geht es darum, wirksam zu werden. Und das, aus meiner Erfahrung, ist das einfach so ein reichhaltiges Programm, in dem vom Wert her, was ich wirklich in die Welt bringen möchte. Weil alle Führungskräfte, die besser wirksam werden draußen, verändern einfach die Welt zu mehr Menschlichkeit und zu einer besseren Welt. Und dafür trete ich an. Okay, vielen Dank. So, ich nehme mal die Frage hier, was hat das Modell etwas mit Spiral Dynamics zu tun? Es hat Ähnlichkeiten, aber es ist nicht Spiral Dynamics. So, das war hier jetzt die Frage. Ich erkläre es mal so. Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, dass die, also wie, muss kurz überlegen. Also Spiral Dynamics ist, we live inside a worldview. Also wir leben also innen drin von einer Orientierung. Deswegen spricht man auch immer von bestimmten Farben oder Ebenen bei Spiral Dynamics. Und in dem Barrett-Modell gibt es den Unterschied, wir entwickeln uns in Stufen. Also wir entwickeln uns in Stufen, das ist aber jetzt nicht, dass wir automatisch die Stufen durchlaufen. Aber von der Entwicklungspsychologie her gibt es jetzt erstmal beim Grundmodell, beim Wertemodell, gibt es die Lebensfähigkeit, sind wir als Baby und so weiter. Ich möchte das jetzt nicht auf das Führungsthema anwenden, weil ein Baby ist keine Führungskraft. Aber wir entwickeln uns in Stufen und das ist jetzt nicht automatisch Stufe 1, 2, 3, 4. Bestimmte Sachen bringt körperlich quasi unsere Entwicklung uns voran, aber irgendwann heißt es dann, entwickeln wir uns weiter oder nicht. Und das ist bedingt auch durch die Umwelt. Bin ich in einem Land, wo ich Möglichkeiten zur Bildung habe und so weiter und auch die Chance überhaupt, mich weiterzuentwickeln. So, also wir entwickeln uns in Stufen, wir agieren von bestimmten Ebenen. Und das hatte ich ja vorhin auch bei diesem Leadership-Modell. Wir agieren von bestimmten Ebenen. Und was ich oft erlebe, ist, dass viele Führungskräfte von einer Ebene agieren, die nicht unbedingt ihre ist. Also, dass sie vielleicht als Leistungsmanager agieren und sie würden aber gerne ganz anders. Und entweder sind nicht die Möglichkeiten da oder sie selbst haben das noch nicht so inhaliert, dass es ihnen möglich ist. Also wir entwickeln uns in Stufen, wir agieren von Ebenen und wir sind in einem Worldview. Und das könnte man auch auf einen Kulturkreis sagen, wo wir drin sind. Und der Worldview, das ist eher Spiral Dynamics. Also ich hoffe, ich habe das beantwortet. So, ich möchte mich bedanken für alle, die zugehört haben, die noch dabei sind. Wirksam werden in der neuen Zeit, darum geht es mir, weil diese Zeit braucht einfach Gestalter. Nicht vom Alten, sondern die in die Zukunft schauen können. Und das kommt wirklich von innen heraus. Wenn wir stärker uns klar haben, können wir besser wirksam werden. Und dafür bin ich da. Ich freue mich auf alle, die zu mir kommen wollen, mit mir arbeiten wollen. Ich liebe das, weil es einfach die Welt zu einem besseren Ort macht. Herzlichen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Tag. Jetzt sehe ich noch, okay, ich sehe noch eine Frage, okay, die beantworte ich noch. Wie passen Leadership-Modell zu den Eigenwertensystemen vom Personal Value Assessment? Also, das ist einfach das
Es gibt zum Beispiel, ich habe auch einen Wertetest auf meiner Webseite und da ist die Fragestellung, welche 10 Werte zeichnen mich als Mensch aus? Und dann stehen da Werte zur Auswahl. Das ist sowieso immer vom Prinzip her, dass es leichter ist. Also wir fragen immer nach den wichtigsten Werten. So, bei dem Leadership Development Report, also 360 Grad Feedback, da stehen in diesem System Führungswerte. Das ist der Unterschied. Also einmal Werte und Führungswerte. Und die Fragestellung ist auch eine andere. Die Fragestellung ist, welche 10 Werte zeichnen mich als Führungskraft aus? Und das kann was anderes sein, als was mich als Mensch auszeichnet. Und meine Feedbackgeber sagen auch, welche 10 Werte nehme ich bei Andrea wahr? Und von welchen 10 Werte sollte sie mehr zeigen, um ihr volles Potenzial? Also welche 10 Führungswerte? Also das ist der Unterschied. Das Set von Werten ist unterschiedlich und durch die Fragestellung wird das auch nochmal anders zugeordnet. Also kommt was Unterschiedliches bei raus. Also ist so. Es ist aber jetzt nicht krass unterschiedlich. Also wenn ich, Entschuldigung, wenn ich in dem persönlichen Werteassessment meine Werte überwiegend auf, ich sag mal, Ebene 3, 4 habe, dann habe ich sie nicht in dem anderen auf 6 und 7. Also das hat schon was miteinander zu tun, aber es kann unterschiedlich sein. Und das hat auch oft vielleicht auch was mit der Führungssituation zu tun. Also das wirklich nochmal, viele sind auch ein bisschen gefangen in einer Führungssituation, die nicht ihrer Entwicklung entspricht. Und das sieht man dann dabei sehr, sehr gut. So, ich hoffe, ich konnte auch die Frage gut beantworten. Vielen, vielen Dank.